Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Aquastop-Schlauch bei einem Bosch, Siemens oder Neff Geschirrspüler austauschen könnt. Um den Aquastop tauschen zu können, müssen wir zuerst die linke Seitenwand, wenn wir auf das Gerät schauen, entfernen. Diese linke Seitenwand ist im Normalfall von vorn entweder mit 2 Schrauben hinter dieser Dichtung oder wie in diesem Beispiel nur mit einer Schraube gesichert. Wenn wir diese Schraube entfernt haben, können wir die Seitenwand entnehmen. Die ist im vorderen Bereich oben etwas eingerastet. Um sie zu entfernen, wird sie leicht angehoben und dann kann man diese Rastnase entfernen. Auch im hinteren Bereich ist sie eingerastet. Hier sollte man noch darauf achten, dass man sich leicht in die Finger schneiden kann, da das Blech etwas scharfkantig ist, und auch im unteren Bereich ist sie eingerastet. Nachdem diese Rastungen entfernt wurden, kann man die Seitenwand etwas nach unten schieben und zur Seite entfernen. Ist die Seitenwand entfernt, haben wir schon den Blick auf den Anschluss vom Aquastop-Schlauch. Der Anschluss vom Aquastop-Schlauch ist dieser dünne Schlauch, der ist mit einer Schlauchschelle gesichert. Die Schlauchschelle lässt sich mit einer handelsüblichen Kombizange entfernen und nachdem die Schlauchschelle nach unten geschoben wurde, nehme ich persönlich meistens eine Zange, lockere den Schlauch zuerst ein wenig und ziehe ihn dann mit der Zange ab. Der Schlauch sitzt sehr straff und lässt sich ansonsten schwierig entfernen. Nachdem wir den Schlauch entfernt haben, entfernen wir noch die Schlauchstelle von diesem Schlauch, denn die benötigen wir später wieder. Weiter geht es dann auf der Rückseite. Dort ist der Schlauch an dieser Durchführung eingerastet. Die Durchführung lässt sich lösen, indem man die Rastnase nach rechts herüberdrückt und dann kann man die komplette Durchführung mit dem Schlauch entfernen. Als nächstes entfernen wir dann hinten diesen Stecker. Auch dieser ist wieder mit einer Rastnase gesichert. Die sollte man erst lösen, ansonsten kann es passieren, dass man die Kabel aus dem Stecker herauszieht. Wenn wir dann den alten Schlauch entfernt haben, nehmen wir uns den neuen Schlauch und schieben ihn zur rechten Seite herüber. Dabei empfiehlt es sich, von der rechten Seite zu schauen, dass der Schlauch auch an der richtigen Position landet, sonst muss man ihn nachher umständlich suchen. Ist der Schlauch eingeführt, wird der Stecker wieder aufgerastet und zum Schluss diese Schlaucheinführung wieder in das Gerät gerastet. Ist die Schlauchdurchführung eingeschoben, sehen wir hier schon den Schlauch an der passenden Stelle. Als nächstes wird wieder die Schlauchschelle aufgeschoben. Achtet bitte darauf, dass euch die Schlauchschelle nicht in das Gerät herunterrutscht, sonst müsste man hinten die Durchführung nochmal entfernen, weil man sonst die Schlauchschelle schlecht erreicht. Als nächstes wird dann der Schlauch wieder aufgeschoben und ganz nach oben gedrückt und setzt dann die Schlauchschelle wieder auf. Wenn die Schlauchschelle aufgesetzt ist, empfiehlt es sich, einen kurzen Probelauf zu machen, um zu schauen, ob wirklich alles dicht ist.